Bevor es losgeht, die heutige Folge Hip-Hop lebt wird euch präsentiert von Spreadshop. So geht Merchandising. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Streetballer Romario hat sich mit beeindruckenden Skills eine riesige Community aufgebaut. Unter seinen mehr als 300.000 Followern finden sich auch internationale Stars wie NBA-Legende Shaquille O'Neal und Musiker wie LL Cool J, Rakim und Timbaland, die seine Videos kommentieren, liken und teilen. Für Romario steht fest, Basketball ist eine der Säulen von Hip-Hop. Doch warum wollen ihm so viele absprechen, als Baller Teil der Hip-Hop-Kultur zu sein? Wieso hat er seinen Platz nicht in der traditionellen Basketballwelt gefunden und bereut er es, als Sportler nicht den klassischen Weg gegangen zu sein? Was unterscheidet Streetball überhaupt vom klassischen Basketball? Was kann Deutschland von der US-Basketballkultur lernen und wieso erzählt er jetzt seine Geschichte in Rap-Texten? Viel Spaß beim Zuhören. Straight outta Koblenz. Ich freue mich richtig, dich heute zu Gast zu haben und mal einen Teil der Hip-Hop-Kultur zu beleuchten, der hier noch keinen Platz hatte, nämlich Basketball- und Streetballer-Kultur. Schön, dass du da bist und extra nach Berlin gereist bist. Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Bevor wir reingehen, kommt aber wie immer noch die Frage von meinem letzten Gast, DJ Reef. Okay. Was bedeutet innerer Frieden für dich? Innerer Frieden bedeutet für mich auf jeden Fall die Gesundheit meiner Familie. Das ist an erster Stelle und dass es halt ihnen gut geht, dass sie zufrieden sind mit allem. Das ist halt früher war es halt so, dass ich mit dem Ball und dem Court und alles drum dran, das war für mich der innere Frieden, aber dann, wo meine Kinder auf die Welt kamen, dann hat sich das schnell geändert und jetzt fühle ich das halt mehr, dass meiner Familie es halt besser geht. Also, das ist innerer Frieden für mich. Hätte ich auch drauf wetten können, dass du das sagst. Du hast in den letzten Jahren ja schon eine Handvoll Interviews gegeben und oft gesagt, dass du findest, dass Basketball eine Säule von Hip-Hop ist. Ja. Dem stimme ich zu 100% zu. Und auch wenn du vielleicht die Frage nicht mehr hören kannst, was sagst du denn zu Leuten, die das nicht so finden? Beziehungsweise geh doch mal näher drauf ein, warum du das so findest, für alle Leute, die das nicht so ganz checken oder anders sehen. Ich diskutiere auch gar nicht mehr mit denen, um ehrlich zu sein. Ich habe das auch schon irgendwann aufgegeben, weil ich habe auch gar keinen Nerv mehr dafür. Ich sag dir ehrlich, irgendwann bist du es ja auch leid. Ich kämpfe ja auch dafür manchmal, weißt du? Ich war ja in verschiedenen Formaten jetzt. Ich habe schnell gemerkt, dass die Leute sind so verkrampft in dieser Sache. Also die denken immer noch, Basketball ist eh kein Teil. Die denken halt, Basketball hat nur mit Vereinssport zu tun, was auch demnach so ist hier. Aber halt in Amerika ist es halt was ganz anderes. Ne? Das ist halt ein Land für Fußball und die Leute checken das halt nicht. Da kann ich machen, was ich will. Was ist es dann für dich aber die Fakten, die das zusammenbringt? Wo du sagst, okay, ist doch glasklar, warum checkt ihr nicht? Alles. Die Kultur, die Kreativität, das Freestylen, das Ballen, die Skills. Das ist ja wie beim Rap. Das ist das ein und dasselbe. Die gehen Hand in Hand in Amerika, Basketball und Hip-Hop. Und hier ist es halt gar nicht so. Das ist halt hier so, dieses Schubladendenken. Die stecken das alles in die Schublade und sagen so, was hat das denn damit zu tun, Romario? So denkst du, es liegt daran, dass Fußball hier einfach so präsent ist, dass Hip-Hop einfach keinen Platz mehr hat? Oder weil die Leute es einfach wirklich nicht checken und sagen, Basketball gehört einfach nicht dazu, Punkt? Nee, die checken. Ja gut, ich will jetzt nicht alle an einen Kamm scheren. Ne? Natürlich gibt es da welche, die checken das. So Leute wie ich, aber gibt es eine Handvoll, vielleicht, wenn ich ehrlich bin. Ist das wirklich so? Weil ja, für mich ist das also so in meinem Umkreis ist es so. Ich weiß, vielleicht gibt es in Berlin viele, also ich kenne einige Rapper, die sind auch, also Jalil ist sehr nice, der ist sehr nice, der ist da. Der spielt ja auch selber. Ja, der spielt selber, der rappt selber, deswegen, der fühlt das auch voll und ganz. Aber jetzt, ich kenne da sonst keinen, um ehrlich zu sein, also wenige. Bevor wir jetzt richtig... Ich will auch jetzt niemanden angreifen oder so, da gibt es bestimmt, sorry, dass ich unterbrochen habe, aber es gibt aber bestimmt viele, die das so denken. Wenn dem so ist, freut es mich, wenn nicht, dann kann ich halt auch nichts dran ändern, leider. Schreibt mal in die Kommis. Ja, schreibt mal in die Kommis, genau. Bevor wir jetzt richtig in den Deep Talk gehen, wie würdest du denn den Unterschied zwischen Basketball und Streetball überhaupt erklären, für alle, die das nicht wissen? Den Unterschied ist ganz einfach eigentlich, die Kreativität allein. Du musst jetzt nicht immer rüber zum Coach gucken, da gibt es keine Regeln. Die Regeln bist du selber, weißt du entscheidest. Diese Bauchgefühl, der Moment, du machst diese Moves, was du halt im Spiel nicht darfst. Du musst halt Regeln befolgen. Wenn du das nicht machst, musst du auf die Bank. Und beim Streetball ist es halt was ganz anderes so. Beim Streetball ist es, du entscheidest in dem Moment, was bringe ich gleich für einen krassen Skill, was für Moves mache ich jetzt gleich. Halt, der Moment entscheidet halt. Die Leute, dass sie von den Stühlen abheben, weißt du? Und das beim Bundesliga musst du halt immer gucken, Coach, wenn du nicht dran, direkt auf die Bank. Sowas gibt es im Streetball nicht. Ist es echt so? Auch wenn du mit Skills so performst, wird der Coach dich dann... Ja klar, du kannst da ja nicht rumtun und voll den Affen machen. Aber wenn du Punkte machst? Ja, das gab's früher, aber trotzdem, da kriegst du Ärger. Du musst dich halt an die Regeln halten, ne? Du musst halt, du bist Mannschaftsspieler und bei Streetball ist halt so, jeder will zeigen, was er kann.
Streetball wird ja auch kleiner gespielt als richtiger Mannschaftsbasketball, ne? Ja, das ist wie Battle. Da gibt's, wen blamierst du? Weißt du, umrunden, umtunneln. Macht ihr dann auch so Shit-Talk auf dem Court? Ja klar, du kannst mich nicht umspielen, du kannst dies nicht. Na komm, versuch mal den Ball abzuholen. Was ist so ein Spruch? Gib mir mal einen Spruch, wenn ich dich Bei unserer Zeit, du kannst gar nichts, Mann. Du wirst sehen, versuch mal den Ball abzuholen. Guck mal, ich spring dein Ende so mäßig. Ich bring dein Ende. Geil. Kannst du für mich auch erklären, warum in Amerika die NBA und generell Basketball einfach einen anderen Stellenwert hat als hier? Ist das kulturell anders gewachsen? Ist das ein Mentalitätsding? Was würdest du sagen, als jemand, der ja auch schon in Amerika war? Das ist wie, also Amerika, wenn du nach Amerika fliegst, du warst ja leider noch nicht, aber wenn du mal fliegst, wirst du selber merken, das ist halt Basketball, das ist Sport. Genau wie Football, Basketball, das sind die Sportarten, die da richtig gefördert werden. Und das verbindet man halt am meisten mit Hip-Hop, außer Football jetzt, aber Basketball ist komplett da, on point. Aber das finde ich zum Beispiel interessant, wenn in Amerika ja auch Football der Nummer 1 Sport ist, mit auch Super Bowl und tralala. Ja, und wir in Deutschland haben Fußball. Wie schaffen dann die Amis, dass Basketball trotzdem Platz hat in der Kultur und dass es da so eng verknüpft ist mit dem Hip-Hop? Wie meinst du das jetzt genau? Also jetzt, du meinst, wenn wir den Fußball haben und die Amis haben den Football und bei den Amis ist der Basketball aber präsent, bei uns gefühlt gar nicht. Wie geht das, wenn Basketball da auch nicht... Ja, aber die fördern das ja auch alle. Die Musiker, generell die Hollywood-Stars, alle fördern das. Dieser Sport, generell die Musik, alles. Die Leute gehen ja auch gerne gucken. Hier, das interessiert die gar nicht. Auch das Game ist ganz anders dort. Das ist viel mehr Action, viel mehr Highlights. Die Leute gehen viel mehr drauf ab. Hier ist es so verkrampft, finde ich immer alles. So, weißt doch. Deutsch halt. Deutsch halt. Ich wollte das jetzt nicht sagen, aber du hast es jetzt gerade gesagt. Ja, also ich war auch schon bei einigen Ligaspielen hier in Deutschland. Wie gesagt, ich war noch nie in Amerika, habe jetzt keinen Vergleich. Aber ich muss auch sagen, die deutschen Spiele waren immer sehr dröge. Außer es ist mal was Cooles passiert. Sag's doch, wie es ist, langweilig. Ja, die Pausenhalbzeit war cool, wenn die Tänzerinnen kommen. Das fand ich immer cool. Die haben echt Skills. Tänzerin? Ja. Also bei Alba zum Beispiel, ich finde, die haben schon echt was drauf. Ja, kann sein, aber ich habe nie so auf die Frauen da geachtet. Nein, natürlich nicht. Nie angeguckt. Nein. Wünschst du dir denn, dass Streetball und Basketball mehr Aufmerksamkeit bekommt? Ja, natürlich, wer wünscht sich das nicht? Also ich wünsche mir das sehr von meinem Herzen. Also, aber es gibt's auch bestimmt. Also es ist ja nicht so, in Berlin ist ja auch, habe ich gehört, sind auch ein paar Jugendliche unterwegs, die gerne das machen. Aber sehr wenige halt leider. Also ich kriege nicht viel davon mit, leider. Ich tue halt viel dafür. Also ich habe auch einige Sachen geplant gehabt, die leider halt mit viel Zeit und Aufwand und dafür müsstest du auch die Leute finden. Und das gibt's halt in Deutschland sehr wenige. Die sind ja alle im Fußball waren und das bockt die alle gar nicht. Das ist schade. Das ist echt schade. Ich versuche halt immer dafür zu kämpfen, dass es irgendwie mehr aufrollt. Aber wenn es mehr so Leute wie mich geben würden, da gibt es bestimmt noch einige andere, aber von denen kriege ich halt nichts mit. Ne? Da gibt es auch keinen Zusammenhalt unter uns. Also von den Ballern jetzt. Leider. Warum? Weiß ich nicht. Guck mal, ich zum Beispiel bin einen ganz anderen Weg gegangen zum Beispiel. Ne? Ich bin jetzt kein Profi geworden oder so und generell so Sachen. Und ich bin meinen eigenen Weg gegangen und ich denke mir, vielleicht sehen die das nicht als Basketball so an. Weißt du, was ich meine? Er dribbelt doch nur auf Beats und dies und das. Ist ja was ganz anderes. Statt nur auf den Court zu gehen und auf den Korb zu schmeißen. Und für die ist das ja halt wie ein Vereinssport hier. Streetball. Oder hast du mal hier großartig was erlebt, dass Streetball-mäßig hier abgeht? Gut, du bist ja auch nicht in der Szene so krass drin. Nur so Nachwuchsturniere, die aber dann auch sehr Vereinssport meine ich ja. sind. Aber es war schon so ein bisschen von, okay, jeder kann mitspielen, aber es wird dann doch wieder in Teams organisiert und nicht gefreestylt, wie im Streetball. Es gibt in Berlin, auch gerade von Alba, dass es so Jugendturniere gibt. Warst du oft auf Spielen von Alba? Oft ist jetzt viel gesagt, aber ich sag Zweimal. mal, nee, so 20 Mal. 20 Mal würde schon? Ich sagen. Ja gut, da bist du ja schon ein bisschen drin, ne? Ja, aber also frag mich jetzt bitte nicht nach den Regeln. Nein, kann ja nicht. Jetzt 3-mal und dann du. Wie könnte denn so ein Support von der Szene, auch vielleicht von der Deutschrap-Hip-Hop-Szene aussehen? Gibt es konkret was, wo du sagst, okay, ich will, dass Rapper jetzt nicht mehr Fußballer-Vergleiche ziehen, sondern jetzt auch mal einen Basketballer nennen oder so? Es gibt keine fast. Nur der eine, den ich dir genannt habe. Also sonst kenne ich keinen Rapper, also ich kann keinen jetzt nennen, der das jetzt so krass pusht oder supportet. Also ich habe noch nie einen gesehen, außer einen. Würdest du es wünschen, dass es mehr macht? Natürlich würde ich es mir sehr wünschen, aber kannst vergessen. Wie gesagt, ich habe es dir von Anfang an schon gesagt, dieses Schubladendenken. Die wollen, weißt du, was ich so traurig finde an dieser ganzen Szene? Dass nichts gegönnt wird. Also, dass kein Zusammenhalt da ist, leider. Und wenn jetzt einer was anderes behauptet, das stimmt nicht. Da bin ich voll ganz, und wenn es stimmen würde, hätte ich ja mal Support gesehen oder gehört oder mal, weißt du, mitbekommen. Aber habe ich bis heute noch nicht mitbekommen. Scheiß mal auf mich so. Es geht auch um andere
Talente da draußen, die das vielleicht machen. Viele schicken mir so Videos zu, so kleine Jungs, die da dribbeln auf Beats. Feiere ich sowas, weißt du? Wenn ich eine andere Tür geöffnet habe, muss ja nicht immer nur Vereinssport sein. Die können ja auch mit Basketball eine Geschichte erzählen. Mit Beats bauen selber, daheim und auf den Court gehen. Ich fand es so krass, wenn ich die anderen Interviews von dir gehört habe. Da habt ihr auch sehr im Detail darüber gesprochen, warum das nicht anerkannt wird und was Leute da haten die ganze Zeit und so. Ich check das überhaupt nicht, wie man Hip-Hop und Basketball trennen kann. Dankeschön. Also ehrlich, da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich da in der Jugend vielleicht auch anders sozialisiert worden bin mit den Basketballern. Vielleicht liegt es daran, dass du auch dieselbe Zeit wie ich groß geworden bist. Kann auch sein. Aber die anderen doch auch. Ja. Also die Rapper, die jetzt groß sind, sag ich mal, die sind doch unsere Altersspanne. Die sind ja jetzt nicht weit guck mal, weg. ich glaube, die haben das auch mitbekommen. Ich will jetzt nicht irgendwie einen da beschuldigen. Die haben das auch bestimmt, aber die sind halt in einem anderen Film. Die fühlen das Ganze. Ich glaube, wenn die alle in Amerika jetzt leben würden, wären die auch in einem ganz anderen Film jetzt. Weißt du, was ich meine? Ich finde es wirklich, also ehrlich, in der ganzen Recherche, das war ja sehr präsent immer. Ja. Ich war so, okay, warum redet man da jetzt irgendwie 20 Minuten drüber? Deswegen lass uns nicht damit aufhalten. Genau. Du hast dir ja im Internet, vor allem auf Instagram, deine eigene Riesenplattform geschaffen. Ja. Also wenn du es von außen nicht bekommst, machst es einfach selber. Ich habe es einfach selber mein Ding gemacht. Und du hast sage und schreibe 300.000 Follower, was ich schon ziemlich beeindruckend finde. Also auch heutzutage ist das nichts. Ich finde schon, dass es was ist, weil sonst hätten ja alle 300.000 Follower. Ja, gut. Klar, ne, das ist immer in Relation zu sehen, aber ich habe das gesehen und ich war so krass, das ist eine starke Community und ich sehe ja auch deine Kommis und dass da wirklich Leute am Start sind. Ich wirklich auch nochmal hier, ich danke jedem Einzelnen, der das supportet und schätzt, feiere ich sehr. Das zeigt mir auch, dass es Sinn macht, was ich mache, weißt du, das macht auch mehr Bock. Ja. So, deswegen, ich mache das auch für die, also nicht nur für mich. Ich muss ehrlich sagen, ich wurde auch auf dich aufmerksam gemacht von 2 Hörerinnen, die sich gewünscht haben, dass du mal zu Gast kommst. Also liebe Grüße an die Hörerinnen, vielen Dank. Out, ihr wisst, wer ihr seid. Und dann habe ich mir deinen Account mal angeguckt und war so, okay, wer zur Hölle ist Romario? Habe ich ja noch nie gehört. Wieso hat der Da hast du aber was verpasst, hör mal. Ja, ehrlich. Und dann wieso hat denn der so ein Following? So krass, so crazy krass. Und dann habe ich auf deine Highlights geklickert und dann habe ich gesehen, so dass so richtige Größen wie LL Cool J, Shaquille O'Neal, alle deine Scheiße gerepostet haben und ich war so, was ist da denn los? Irgendwie auch Timbaland, Held in meiner Jugend. Timbaland, sehr, sehr korrekter Mensch. Guck mal ganz ehrlich, der hat mein Video geteilt, das war auch so ein Ding, direkt gefolgt, dies und das fand ich auch. Ist ja auch ein Kindheitsheld von mir gewesen. Ich bin auch mit seiner Mucke aufgewachsen, allein diese Elia-Zeiten und so, Try Again und was er da nicht produziert hat mit Missy. Ich meine, Timbaland war der Typ, der hat ja alles produziert. Genau, der war ja, zu der Zeit war der Mega-Star. Also der hat ja Justin Timberlake, wie viele der nicht bekannt gemacht hat, Nelly Furtado. Wahnsinn. Plötzlich slidet der in deine DMs, auf einmal teilt er deine Sachen und bist du auch erstmal, weißt du? Also, ich kann es nicht nachvollziehen, weil Timbaland hat noch nie Hip-Hop lebt geteilt. Warum eigentlich nicht? Muss er mal, ne? Vielleicht ja jetzt. Wenn er die Sprache verstehen würde, wird er es vielleicht machen. Ja, wir können auch in Englisch wechseln. Ich habe dich nicht deswegen eingeladen, weil ich wollte schon, also Sinn und Idee hinter Hip-Hop lebt ist ja, dass wir die gesamte Kultur abdecken und deswegen ist halt, Sport gehört für mich dazu, Fashion zum Beispiel war jetzt auch so noch nicht da und dass man einfach verschiedene Aspekte der Kultur hier unterbringt. Das war wirklich so, yes, ein Basketballer, so Attacke. Und dann die Leute, die das geteilt haben, ich war so, was geht denn da ab? Und wieso ging das an mir vorbei? Wie fühlt man sich denn da, wenn LL Cool J, also richtige Fanfrage jetzt von mir, ich würde, glaube ich, ausflippen. Ja? Bist du so ein großer Fan von LL Cool J? Naja, generell von dieser ganzen, ich meine, das sind alles Legenden. Ja, klar. So, das sind jetzt nicht hier irgendwelche deutschen Dullis, wo ich sage, ja, okay, cool. Aber das sind ja wirklich diese Weltstars. Klar. Nee, ich bin auch wirklich sehr, sehr dankbar dafür, auch sehr stolz. Ich glaube, ich habe halt das gemacht, was es so in Deutschland noch nicht gab. Wie gesagt, nicht dieses typische Basketballspielen, einfach auf den Court gehen und auf Körbe werfen. Ich habe halt Beats mit produziert und drauf gedribbelt. Und das hat die Leute halt abgehoben. Das gab es ja so nie in Deutschland. Mein Mic war halt so gesehen, das Ball so, weißt du? Wo ich mir gedacht habe, ey, nice, das finden die Amis, weißt du, was die Amis so mögen? Die Amis mögen das und was Neues auch mal. Wieso, warum macht der jetzt Beats und wieso dribbelt der jetzt auf Beats? Und das hat die voll abgeholt. Und deswegen feiere ich das, dass sie das fühlen, dass sie halt so viel fühlen, dass sie sehen, dass da viel Herz drin steckt. Und was will man mehr? Ich hätte das selber jetzt nicht, um ehrlich zu sein, mit gerechnet, dass die ja teilen. Und das zeigt mir einfach, wie bodenständig sind. Guck mal, so Shaquille O'Neal, ne? Ja, der Typ hat wie viele Follower und mir ist das egal, Follower, aber dass er es als Beitrag bei sich stellt, als Beitrag. Hat er? Ja, klar. Das Kobe Bryant-Video, das Tributvideo, was wir gemacht haben damals,
mit den Kids. Unglaublich. Ich glaube, wer hat das nicht geteilt damals, ey? Das haben so viele Leute geteilt. Für Janet Jackson gefühlt hat es kommentiert, dann die ganzen NBA-Legenden runter, das ging so ab und ich war so dankbar dafür, weil das sind alles Kindheitsidole von mir gewesen. Ich bin damit aufgewachsen, du musst mal überlegen, mein Kindheitszimmer war voll mit deren Poster. Auf einmal gucke ich so, ja, unfassbar. Aber wie gesagt, die Hip-Hop-Szene hier in Deutschland ist was anderes. Das ist halt... Naja, wenn du Timbaland haben kannst, sag dir, wie es ist. Ja, nee, Timbaland ist ja cool, aber trotzdem hier muss nur irgendeine Nicki Minaj irgendeinen Beitrag liken von irgendeiner Sängerin, da wird direkt so voll hochgepusht, oh mein Gott, Nicki Minaj hat nur geliked. Und die Leute haben die Beiträge geteilt. Das meine ich mit Spalten, weißt du, was ich meine? Naja, egal. Kannst du so einen Moment festmachen, wo das deine Bubble verlassen hat und dann in diese Ami-Bubble ging? Weil irgendwie müssen die ja auf deinen Shit aufmerksam geworden sein. Wie fing das an? Ich glaube, Diddy hat das auch mal in seiner Story damals geteilt gehabt, kurz. Und dann fing das so richtig an, Alter. Aber bevor der halt, da gab es diese Sachen noch nicht, ne? Nur mal klarzustellen. Ja. Sie gab es schon, aber wir wussten noch nichts davon. Ja, ich wusste noch nichts davon. Also man wollte es nicht wissen, sagen wir mal so. Ich fand's, wie gesagt, schlimm. Ich finde es immer noch sehr schlimm. Wie viele Follower hattest du damals? Damals, wie viel hatte ich? 100k? Und das fing dann, von jetzt auf gleich ging es dann richtig hoch. Das war diese Hype-Phase von Instagram, weißt du? Ich mache das auch schon ein paar Jahre. Wann war das? Wie lange ist denn das jetzt her? Was haben wir jetzt? 2025? 25 haben wir jetzt? 6 Jahre, 7 Jahre, fast 7 Jahre jetzt. Okay, es war noch eine andere Zeit. Da hat man wahrscheinlich auch noch mehr mit Hashtags gearbeitet. Ja, als jetzt. Ging so, ja, nicht mal so viel. Nee, ja, immer ich so. dachte, das Ich habe vielleicht 2 oder 3 Hashtags benutzt damals. Was waren die Hashtags? Basketball? Basketball, Freestyle, Hip-Hop. So. So voll auf den, weißt du? Das nutze ich jetzt hier auch für den Podcast. Genau. Basketball, Freestyle, Hip-Hop. So nennen wir die Folge einfach. Aber ich würde mich noch nicht mal mehr als nur Basketball, ich würde mich einfach als Künstler. Also ich mache ja Kunst, wenn ich Basketball nur machen würde, würde ich ja wie gesagt rausgehen, Körbe schmeißen, halt hobbymäßig. Aber das ist für eine Art Kunst geworden für mich halt, ne? Wie ordnest du denn die Reichweite und den Hype, den du hast, ein für dich? Also der Hype-Phase ist auch schon vorbei. Also ja, aber gut, sie war ja mal da. Guck mal, ich habe dich neu entdeckt, für mich ist der Hype real. Also wie ordnest du das ein vom Gefühl, dass du sagst, ja gut, ich bin ja ein normaler Mensch, aber wie trägst du das nach außen, wenn Leute jetzt zu dir kommen und sagen, ey, krasser Typ und bla. Ich bin ganz cool, so wie mit dir. Einfach ganz normal, locker. Aber ich bin ja auch nett. Ja, und die sind ja auch nett, teilweise. Natürlich, die nicht nett sind, ich will jetzt nicht sagen, was ich da sage, aber kannst du ja dann denken. Ja. Ich kann es mir halt nur schwer vorstellen, also heutzutage ist ja Following, Follower und Reichweite eine Währung. Ne? Also Leute hören dir eher zu, wenn die sehen, krass, du hast da, weiß ich wie viel, 100.000 Follower, als jetzt ich mit meinem kleinen Profil, ja. Das hat ja nichts zu heißen. Und genau, das hat nichts zu heißen, aber es ist ja eine Währung nach außen. Und ich weiß, ich kriege das oft mit, wenn ich Leuten begegne, die ein krasses Following haben, dass sie sich dann halt was einbilden auf sich und sagen, deren Meinung ist mehr wert als meine. Aber ich sag dir ehrlich, das sind Menschen ohne Charakter. Also in meinen Augen sind die Müll. Sag ich so, wie es ist. Also wer sich wegen seiner Reichweite jetzt meint, jetzt von oben herab auf Leute zu sehen, also feiere ich gar nicht so hart. Würde ich auch nichts mit zu tun haben. Also ganz ehrlich, an deiner Stelle, wenn du so Gäste mal irgendwann in Zukunft haben sollen, die dann so von oben herab auf dich gucken. Und du bist ja nicht gerade die Kleinste. Nee. Ist ja auch ein bisschen schwierig, denke ich mal, bei dir. Ja. Katastrophe. Aber ich sag dir ehrlich, das sind für mich, die haben kein Leben, Alter. Die wissen gar nicht, wie es ist, Mensch zu sein. Weißt du, in dieser Welt, wenn du so viel Erfolg hast oder wenn du nur so eine Reichweite hast, solltest du halt den Leuten gerade deiner Reichweite, also gerade diesen ganzen Followern zeigen, guck mal, bleib einfach bodenständig, bleib einfach herzlich, ne, korrekt zu den Leuten. Du bist nichts Besseres. Ist halt so. Auf jeden Fall nicht. Aber das ist halt oft die Wahrnehmung, ne? Ja, die denken das. Bedeutet es für dich auch, erfolgreich zu sein, nach der Resonanz, die du bekommst? Das zählt schon für mich als Erfolg, ja. Für manche andere vielleicht nicht. Manche andere sehen als Erfolg, wenn dein Bankkonto halt überfüllt ist mit Geld, ne? Aber bei mir ist es was. Wie ist es nicht? Ja, also mir geht's, ist schon gut, aber reicht. Wieso habe ich deine Reisekosten bezahlt? Sind 7 Stunden. Also ich komme hier extra 7 Stunden für dich hier hin. Ja, schon okay, verrechnen wir dann. Okay. Bereust du es denn, wo du jetzt die Resonanz gerade auch aus Amerika bekommst, dass du nicht einen Profiweg gegangen bist irgendwie und sagst, okay, ich hätte vielleicht doch in so einer ganz ruhigen Minute. Ich sag dir ganz ehrlich, natürlich wäre es schön gewesen, Profi zu werden, da war ein Kindheitstraum natürlich, aber es sollte halt nicht mein Weg sein. Ne? Es war nicht mein Schicksal. Mein Opa war auch sehr streng zu der Zeit. Was hat ein kleiner Junge wie ich? In Köln zu suchen zum Beispiel. Weißt du, von Koblenz ist ja auch nur über eine Stunde mit dem Zug zu fahren allein. Basketball spielen? Ja, das Ding ist, mein Opa war halt eine strenge Sorte. Die wissen. Und
das ist halt schade. Jetzt bereut er es, aber ich bin auch nicht mehr darüber traurig oder so. Alter. Es ist halt so gekommen, wie es ist. Ich bin auch stolz, wie es jetzt ist. Ich meine, ich bin meinen Weg auch so gegangen. Das ist ja trotzdem mit Basketball als Profi hat es nicht gereicht, aber siehst du ja. Jetzt bist du hier, Jetzt bei bin ich Hip-Hop hier. lebt. Ja. So, hätte vielleicht sonst nicht geklappt. Ich versuche mich nur reinzuversetzen in die Zeit damals, ne, dass du vielleicht auch ein paar Probleme hattest, rechts und links, und dann der Opa natürlich auch nur das Beste für dich wollte. Ne? Aber wenn dann ein Natürlich. Verein kommt und sagt, hey, der Junge hat irgendwie Talent, wir haben dich gesehen, komm mal hier für Probe-Dings, was ist dann nicht eher die Idee, man holt dich da raus, um es mal so plakativ zu Der sagen? hat aber nicht dran geglaubt. Sagen wir mal offen und ehrlich. Der hat nicht dran geglaubt an dieses Basketball-Ding und zu der Zeit war es ja auch nicht so realistisch. Basketball war ja gar nicht on point damals. Null. Es war halt so, ich saß als kleiner Junge da im Wohnzimmer, hat mir NBA-Spiele angeguckt. Und er war halt Realist. Er hat halt alles realistisch gesehen. Wie soll er das von hier so? Aber heute sagt er, ey, hätte ich das bloß nicht. Also er bereut das schwer. Aber ich bin ihm auch nicht böse, mein Gott. Ist halt so gekommen, wie es gekommen ist und ich bin dankbar, Hauptsache bin ich gesund, er ist gesund, die Familie ist gesund. Alles andere ist halt so, wie es ist. Ich finde mich damit ab. Du bist ja in Koblenz geblieben. Hatte das Einfluss auch auf deine Entwicklung hin zum Streetballing? Klar, weil du deinen Opa hattest und so, aber auch generell vom Umfeld da? Also waren da andere, die eher den Profiweg gegangen sind, auch aus deinem Umfeld, mit denen du da gezockt hast? Auch gar keiner eigentlich. Gar Wir haben keiner? so unter Freunden immer gezockt. Gar keiner. Also da ist gar keiner Profi geworden oder Ist so. ja manchmal so, ne? Unter Fußballern hört man das immer, dass Das immer hört man. einer so poppt. Nein. Ich habe also nicht mitbekommen. Also, das hättest du ja mitbekommen. Also auf keinen Fall ist da jemand Profi geworden. Die haben mich abgeholt immer von zu Hause. Wir sind auf den Court gegangen, haben stundenlang gezockt. Oh, wie ich die Zeit vermisse, gell. Das ist das Nachteil an Altwerden. Mach doch wieder. Ja, ist schwierig. Geht nicht so einfach. Die Frau noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, da hat die Frau noch ein Wörtchen Absolut mitzureden, richtig, genau. absolut richtig. Wie kam denn dann bei dir die Connecte von, okay, du spielst gern Basketball, du gehst gern auf den Court mit den Jungs, zu Hip-Hop-Kultur? War das so, okay, ihr habt dann immer Hip-Hop gehört oder hast du von Haus aus Hip-Hop gehört? Als kleiner Junge. Ja, als kleiner Junge im Auto von meinem Onkel, Tupac, dies, das. Dann auf dem Court mit Ghetto Blaster. Haben wir stundenlang. Ich mache die Tupac-Biggie-Diskussion heute mach nicht das bitte, auf bitte. für alle, die sich jetzt fragen, warum geht sie da nicht rein? Nee, geh da bitte nicht We rein. don't. Wir wollen doch relaxed hier reden. Ja, wir wollen dies, relaxed. Das. Okay. So. Nee, machen wir nicht. Okay, also sprich, das ging so Hand in Hand. War schön, ja. War eine sehr schöne Zeit, besonders die Frühling- und Sommerzeit. Genial, wir waren, lass mich nicht lügen, bis abends 8, 9 Uhr, nur draußen. Da gab es auch diese ganze Social Media noch nicht. War eine ganz andere Zeit. Ich vermisse, wie gesagt, diese Zeit unfassbar. Ja, wir haben ja auch festgestellt, dass wir mehr oder weniger eine Generation sind. Das heißt, wir wurden sicherlich gleich Hip-Hop sozialisiert. Ja. Dann auch Eminem und dann der deutsche Hip-Hop, der irgendwie hochkam, war bei dir vielleicht nochmal was anderes wie bei mir im Norden. Aber dennoch hat man sich ja auch vom amerikanischen Rap, glaube ich, ein bisschen in den Deutschrap entwickelt. Oder wie war das bei dir? Bist du dann komplett auf dem Ami-Film Ich bin, um ehrlich zu sein, sehr auf den Ami-Film damals. Ja, ich kannte ja nur das. Also Deutschrap kam erst ganz spät. Was war dein Einstieg bei Deutschrap? Deutschrap war, mein allererster Einstieg war, glaube ich, lass mich Azad meine ich, ey. Azad mit Phoenix. Ja, das war so, wo ich, muss ich echt sagen, das hat mich abgeholt. So. Das war nice. War ja auch so deine Ecke, ne? Ja. Das war schon, das war der erste, was mich so abgeholt hatte. Ansonsten so habe ich viel mit Deutschrap nichts zu tun. Viel, wie gesagt, R&B, Ami-Rap, das war die Zeiten halt. Deutschrap hat man auch gar nicht so ernst genommen zu der Zeit. True. Da merkt man tatsächlich doch die paar Jahre Unterschied zwischen uns. Merkst du, ne? Weil viele fanden es, sobald du Deutschrap angemacht hast, haben die Leute, oh, was bist du für ein Opfer? Weißt du, peinlich, ja, haben sich Leute geschämt, aber heute ist es ja nicht mehr so, Gott sei Dank. Nicht mehr, nee. Du teilst ja auf deinem Kanal nicht nur Sport, sondern auch oft politische Inhalte. Wir gehen nicht rein, Lass aber uns nicht über Politik reden, bitte. Ist es für dich, worum es mir geht? Weil einige mit einer relevanten Reichweite ja überhaupt nichts Politisches teilen und keine Haltung zeigen. Ist das für dich selbstverständlich, dass du dich zu manchen Sachen äußerst? Ich finde es schon. Ich finde schon, man sollte seine Reichweite auch sinnvoll nutzen, die man hat. Auch eine Stimme, die man hat. Weißt du, bist ja auch verantwortlich für deine ganzen Follower. Da sind auch viele Jüngere mit dabei. Aber gut, ich kann nicht für die anderen sprechen. Die sind alle alt genug. Wenn die an Verträge gebunden sind, wenn das für die alle wichtiger ist, dann müssen die das halt für sich und mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Ne? Also ich könnte das nicht. Deswegen, mir sind auch viele Sachen geplatzt, Deals, ja? Weil ich mich nicht dem Mund einen Maulkorb mir anlegen lassen wollte. Und ja, wenn es mir so wichtig gewesen wäre, wie es den anderen ist, dann hätte ich auch meine Klappe gehalten, aber habe ich halt nicht gemacht. Ne? Hätte es denn einen Mittelweg geben können? Also kamen die wirklich und haben gesagt, du darfst über Thema XY nicht sprechen? Ja. Oder war es eher so, du hast was gesagt und dann kamen die, ey,
bist du bescheuert, wir canceln jetzt. Also wie rum war es? Haben die von Anfang an den Maulkorb angelegt? Okay. Anfang an. Crazy. Das ist es ja. Die haben es ja auch so wie du wahrscheinlich ein bisschen verfolgt und so und irgendwann gesagt, ja, der ist schon ein cooler Typ, aber unterlass das bitte, ansonsten können wir nicht zusammen mit dir arbeiten. Und du hast dann gesagt, ihr könnt mich mal... Okay. Viele sagen immer, ich muss das auch noch loswerden, viele sagen in meinem Umfeld, du bist so dumm. Wieso hältst du nicht einfach deinen Mund? Du kannst so viel Geld damit verdienen. Warum machst du das? Aber wie soll ich das, weil ich bin sehr gläubig, weißt du, wie soll ich das, irgendwann leben wir ja auch nicht mehr. Ne? Ich habe auch ein bisschen Gottesfurcht so. Wie soll ich damit klarkommen, ey? Weil es sind viele, die halt nichts haben und du hältst einfach deinen Mund, nur weil du denkst, ja, Geld ist wichtiger. Aber manchmal sollte man auch wirklich an seine eigene Familie denken, ich weiß, aber ich weiß nicht, ich könnte damit nicht leben einfach. Ich muss ja auch morgen irgendwann in den Spiegel gucken können und damit komme ich einfach nicht klar. So. Du bist ja auch kein klassischer Influencer. Ne? Du bist ja ein... Ich würde mich schon als Künstler schon einstufen mittlerweile. Genau, sag ich ja. Also du bist ja nicht dieses, okay, du hältst jedes Produkt in die Kamera. Nee, das wäre auch nichts für mich. Die haben ihre Daseinsberechtigung total, aber dass die sich dann nicht kritisch mit Themen auseinandersetzen, weil das ihr Businessmodell ist, dass sie quasi nur mit Marken kooperieren, kann ich verstehen. Aber wenn du eine unabhängige Plattform hast auf Instagram, kannst du ja da tun und walten, wie du möchtest. Und ja, aber das ist eigentlich, wenn du mal ehrlich bist, ist das so schade, ne? Wenn ich mal drüber nachdenke, guck mal, was ich da mache alles. Wie du gesagt, diese ganzen Amis. Normalerweise könnte ich so große Marken, die auch auf mich zugekommen sind, so gut vermarkten. Aber wegen so einer Scheiße machen die so einen Fass auf. Unglaublich. Weißt du, was ich auch so traurig an diesem Land finde? Die sagen immer freie Meinungsäußerung. Dann äußerst du deine Meinung frei. Ja, und dann kommen so eine, wie ich dir gesagt habe, wollen die dir einen Maulkorb haben. Aber warum denn? Was sagt deine Frau dazu? Ja, die ist auch sehr enttäuscht. Was soll sie dazu sagen? Die ist auch enttäuscht. Hätte ja auch sein können, Mann, halt einfach die Schnauze. Ja, natürlich sagt die das. Nee, die sagt, halt doch einfach mal warum musst du das? Machen doch, ich bin aber nicht die anderen. Punkt. Ich kann damit nicht leben halt. Ich weiß nicht, ich habe auch 2 kleine Jungs. Ich will auch nicht, dass die sowas von mir später sehen oder hören. Guck mal, mein Papa hat sich da einen Maulkorb anlegen lassen oder guck mal, der ist genau wie die anderen. Ich will, dass meine Söhne irgendwann stolz auf mich sind, weißt du? Wenn mir Geld so wichtig wäre. Guck mal, ich sag dir ehrlich, Sis, uns geht's gut. Also finanziell geht es uns gut, an uns fehlt nichts, meinen Kindern fehlt nichts, denen geht es auch gut, meiner Familie geht es gut. Solange uns gut geht, wir ein Dach über dem Kopf haben und wir Essen haben und was will ich denn mehr? Weißt du, was ich meine? Wir müssen nicht hungern. Aber die legen halt alle, es dreht sich nur ums Geld, um Kooperation. Oh, hoffentlich verliere ich nicht diese Kooperation, hoffentlich meine Reichweite wird bestimmt eingeschränkt. Weißt du, wie oft ich schon eingeschränkt worden bin, sobald ich über politische Sachen was gepostet habe? Wer guckt denn im Schnitt deine von 100k Story aufrufen oder 200k? Je nachdem sind es auf einmal nur noch 30 gewesen, auf einmal 40. Wie geht das? Weißt du, was ich meine? Und natürlich haben die damit nichts zu tun. Natürlich nicht. Wer Sachen im Netz teilt, wird aber natürlich auch mit Hate konfrontiert. Was nervt dich denn mehr, wenn Leute dich kritisieren oder random haten? Aus deinem Umfeld oder aus der Szene? Oder wenn es wirklich so komplette Randos-Follower sind? Nee, also ganz ehrlich, früher hat es mich ein bisschen getriggert, weil ich habe mir auch mal die Zeit genommen, weil ich wollte ja auch ein bisschen mit den Leuten schreiben, so auf cool, aber wenn ich dann da so, ja, ist ja so, ich will ja nicht so arrogant machen jetzt, weißt du, ich versuche halt so gut wie möglich vielen zu antworten, weil die nehmen sich auch die Zeit, die haben, weißt du, viele schreiben auch, ich muss auch viele in Schutz nehmen, viele schreiben auch nette Sachen, da kommen so unnötige Nachrichten, wo ich lernen musste, also vor ein paar Jahren war es noch nicht so, wo ich lernen musste, das einfach zu ignorieren, weil sobald du denen Aufmerksamkeit schenkst, Alter, machst du dich selber mit kaputt eigentlich. Was ist denn der klassische Hate, der dich erreicht? Der klassische Hate? Ja. Ich muss jetzt den Klassiker mir nochmal überlegen. Ja, der klassische ist, was bildest du dir ein? Was bildest du dir an? Was denkst du jetzt, du bist Rapper geworden? Jetzt das ist das Neueste. Ja. Bist du jetzt Rapper geworden? Das ist jetzt der Neueste. Und du ziehst Basketball in den Dreck. Du denkst auch, du bist einer der krassesten, die ganzen Stars und so. Du machst nichts Besonderes. Das ist immer dieselbe Leier. Oder wenn ich mich über politische Sachen, halt doch einfach dein Maul. Ich weiß nicht, ob das letzte, da hat irgendeiner da auch gesagt, ja, nee, das war ein Deutscher, das war ein Ausländer, das war kein Deutscher, der war nur eingebürgert. Hast du das gesehen gehabt? Siehst du da so Sachen halt. Ich meine, sobald ich müsste nur eine Capri-Sonne trinken. Ich muss nur eine Cola anders aufmachen, die würden schon drauf abgehen. Ich muss nur so jetzt das hier zum Beispiel, ne? Der Anfang vom Interview habe ich ein bisschen verkackt, habe ich ein bisschen da verplappert gehabt, eben, hast du ja gemerkt gehabt, irgendwas war da. Aber sogar das würden die auseinander jetzt nehmen. Du, aber deswegen machen wir es ja nicht, dafür, dass Leute uns auseinandernehmen. Ich persönlich finde es immer schwierig, wenn Leute aus der Szene haten,
Weil dann bin ich so, wir sind doch alle in diesem Ökosystem, warum reißt du jetzt deine Schnauze auf? Wenn es so random Leute sind, die auch mich kritisieren, ist mir das total egal. Okay. Aber wenn aus der Szene was kommt, dann bin ich immer so, Leute, echt jetzt, wir sind doch... Was meinst du jetzt, Künstler oder meinst du jetzt einfach so Hörer? Nee, eher so Leute im Hintergrund aus der Industrie, aus der Musikindustrie. Okay. Aber das ist normal. Das ist überall. Aber warum? Ich sag dir mal, jeder will die Nummer 1 sein. So. Keiner gönnt dem anderen. Ich bin ja nicht die Nummer 1. Ja, aber trotzdem, du könntest es ja vielleicht werden. Du bist ja Konkurrenz so gesehen. Wenn das einmal richtig bei dir durch die Decke geht und du auf einmal eine gewisse Reichweite aufgebaut hast, dann fühlen die sich auch, dann denken die Leute, die kommen lieber zu ihr, anstatt zu dem, weißt du? Und dann reden die das halt lieber scheiße. Guck mal, geh mal weg, was ist das denn für Gäste? Nee, das ist doch nichts Besonderes so. Macht der Hate heute gar nichts mehr mit dir? Gar nichts mehr. Juckt mich gar nicht mehr. Könnte irgendwas dich so triggern, außer Tupac, Biggie, aber das auch nicht irgendwas mehr. triggern? Was mich wirklich triggert, also wenn man auf meine Familie drauf geht, da hört der Spaß bei mir auf. Das ist mir auch scheißegal, sag ich dir ehrlich. Da werden auch Konsequenzen angezogen, ist mir auch, ich bin nicht der Härteste, aber das ist so ein No-Go bei mir. Ist mir scheißegal, wer das ist. Ob es jetzt ein ganz normaler Follower ist, die fühlen sich echt sicher mit ihren Fake-Accounts, weißt du? Also die sollen sich echt nicht sicher sein. Ich kenne da Leute, die kriegen ganz schnell raus, wer hinter diesem Fake-Account steckt. Deswegen, die sollen einfach aufhören mit der Scheiße. Ich habe schon noch 2 erwischt gehabt. Das wissen ja auch die damals das verfolgt haben. Und deswegen, die sollen mich einfach in Ruhe lassen. Wenn die irgendwie haten wollen, können die mich gerne haten, aber sollen meine Familie und meine solche Sprüche einfach weglassen. Werbung. Merch machen klingt ja immer so leicht, kann ja aber total leicht überfordern. Das richtige Design, der richtige Shirt-Rohling, welcher Merch ergibt überhaupt Sinn, in welcher Stückzahl, wo lasse ich das produzieren und veredeln und. Wenn dir jetzt schon der Kopf raucht, habe ich einen Vorschlag für dich. Spreadshop bietet dir persönliche Beratung und Print on Demand. Shop eröffnen, Produkte anlegen und los geht's. Das Ganze ist für dich komplett kostenlos und du verdienst ab dem ersten Verkauf. Details findet ihr unter spreadshop.de und das Team steht dir mit echten Menschen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ich verlinke dir das auch gerne nochmal in den Shownotes. Also das geht raus an alle aufstrebenden Musikschaffenden, Labels und Managements dieser Welt. Schaut auf der Webseite mal vorbei und überzeugt euch selbst. Werbung Ende. Als wir hierher gefahren sind zum Studio, hast du auch gesagt, dass man dich in Koblenz halt kennt. Also, ne? Und wenn ihr dann so auf Privacy, kennst du? Ja, wenn so, du mal und dann bist, Fotos so. machen. Ja. Wie ist das, wenn du da nicht mal, und du bist ja jetzt kein Star. Nein, ne? Also ich bin ganz normal. Ne? Ich glaube, ich trete jetzt nicht zu nah, aber du bist ja kein Star. Nein. Wie ist das, wenn du beim Aldi eine Capri-Sonne einkaufst oder mit deinen Kids unterwegs bist und Leute machen dann irgendwie Auge oder heimlich Fotos und haten dann irgendwie vielleicht noch hinter deinem Rücken? Das juckt mich auch nicht. Also wie soll ich das? Muss man halt mit klarkommen, wenn man Person des öffentlichen Lebens, wenn man das so sagen kann. Ne? Muss man halt mit klarkommen. Weil ich finde es halt cool, wenn die einfach so zu dir kommen, hey Bro, können wir ein Foto machen oder ey, voll geil, was du machst. Aber wenn du so hinterhältig so, einfach, gerade wenn du gerade so machst oder irgendwie hinterhältige Fotos machst, weißt du, das feiere ich nicht. Das kann ja auch ganz schnell super eklig werden, ne? Ich meine, du bist verheiratet, du hast 2 Kids. Ja, klar, ich kann mich noch erinnern, ich habe mit einer Kollegin von meiner Frau einfach geredet. Am nächsten Tag hat die mir gedroht, ja, ich schicke deiner Frau das Bild. Die hat einfach von der anderen Straße ein Foto gemacht. Mit einer Kollegin, es hieß dann, ich bin fremdgegangen, so eine Quatsche. Ja, einfach so. Einfach Gerüchte so auf die Welt gesetzt, ja. Wow. Gibt es denn eine Sache, die du über dich gerne klarstellen würdest, wo du Hate abbekommst, weil du vielleicht oft falsch verstanden wirst? Wie meinst du genau? Na, so was die Leute einfach über dich behaupten, was aber nicht stimmt. Ach, das ist mir auch ganz ehrlich, das ist mir auch alles egal. Was die über mich behaupten, geht mir so am Arsch vorbei. Weißt du, wie viele über mich wahrscheinlich hintenrum reden? Guck mal, der denkt das und dies und das juckt mich alles gar nicht. Alles, was die sagen mittlerweile, ich musste halt viel mit der Zeit, jetzt in den Jahren. Anger-Management? Ja, ich musste echt Wusa. Weil ich habe mich immer so aufgeregt früher über gewisse Leute und dann immer Stress im Hintergrund. Muss mich mit dem treffen, da telefonieren. Ich muss gar keinen Kopf mehr dafür. Klingt richtig stressig. Ja, ist auch stressig, glaub mir. Bringt es denn irgendwas, wenn man dann in den Austausch geht? Also wenn du jetzt mit den Hatern... Ja, man trifft sich zwar, man klärt das, aber man meint es nicht so. Weißt du? Kennst du den? Kenn ich. Kennst du schon also. Ja. Was ist denn das Beste und das Schlechteste daran, in der Öffentlichkeit zu stehen für dich? Ach, das Beste ist, deine Kunst mit den Leuten zu teilen. Also das ist das Schönste eigentlich. Die das fühlen, die das supporten, die das feiern. Wegen den Ganzen mache ich das ja. Weißt du, dass die das so schätzen, was ich mache, diese Arbeit, was dahinter steckt. Was sie sehen, diese 2 Minuten, denken sich, ist nichts, diese ganzen Hater zum Beispiel, ist nichts Besonderes, aber weißt du, wie viel Arbeit da steckt? Beats produzieren, weißt du? Dann Video cutten, dann drehen, dann auf diese Vision kommen. Und die Leute, die das schätzen, ich bin jedem Einzelnen dankbar. Wirklich, jeder einzelne von denen.
Ich küsse deren Herzen, die sind die Besten, wirklich. Vielen, vielen Dank, die mich immer supporten, wirklich, und das zu schätzen wissen, aber das andere, naja. Und das Schlechteste? Das Schlechteste. Ja, halt, kennst du ja, dieses Hinterhältige, dieses nichts gönnen, dieses Lästern, dieses einen schlecht reden, das ist scheiße, das ist fake, das ist dies. Das bockt mich alles gar nicht. Die versuchen halt, ich meine, du hast auch bestimmt sowas schon gehört, dich halt kleiner zu halten, als du bist. Also das, was du machst, ist nichts Besonderes. Was macht der denn? So, kleinreden alles. Also ein bisschen Basketball spielen. Ja, ist ja nur ein bisschen, ist ja nur ein bisschen Ball dribbeln. Ja, dann dribbel doch mal, wenn das so einfach ist. Ich bin ja auch eine Kandidatin, die erstmal sagt, ja, das kann ich auch. Ja. Und dann habe ich einmal so einen Ball in die Hand genommen, weil ich dachte, wie schwer kann es sein? Ja. Ne? Erstmal überheblich natürlich. Und dann habe ich versucht, und ich weiß nicht, wie es heißt, dieses tiefe, ganz auf dem Boden, diese kurzen. Dribblings, ja. Ja, aber Dribblings sind für mich jetzt auch die kann man ja auch aus Hüfthöhe machen. Also diese ganz niedrigen, wo man in die Hocke geht und dann so ganz schnell auf den Boden macht. Dribblings. Ja, heißen die auch so? Ja, Okay, ich dachte, die haben vielleicht einen anderen Namen. Gibt es keinen anderen Namen dafür. Und ich dachte, ja gut, wie schwer kann es sein, so schnell auf so einen Ball? Und ich habe halt natürlich überhaupt nichts geschissen bekommen. Du bist ja auch nicht da drin. Ich glaube, wenn du... Ja, ist klar, aber ich dachte, wie schwer kann es sein? Hast du echt so gedacht? Das ist voll easy, ich mach das jetzt? Naja, ich habe es ja nie probiert, ne? Hatte ich ja gut, ne? Also ich habe mir zum Beispiel nie angemaßt, jetzt irgendwie einen Korb zu werfen von der Dreierlinie oder so, weißt du? Da wäre ich jetzt nicht so, dass ja, das ist ja einfach, aber so ein bisschen so machen. Aber ich glaube, Talent hättest du. Safe. Ey, aber ich habe die Größe. Ich glaube, wenn du so 2 Monate durchziehen würdest, ich glaube, du wärst die perfekte Centerin. Du, wenn ich 2 Monate mit irgendwas durchziehen würde, wäre ich die krasseste. Ach, wieso? Das ziehst du doch schon länger durch. Wie lange jetzt? 2,5 Jahre. Also ziehst du doch durch. Feiern bald Geburtstag. Ja, vielleicht fange ich ja an mit dem Basketball. Mach das mal, ist doch gut. Ich habe das Gefühl, ich wurde in meiner Jugend sportlich auf jeden Fall nicht gefördert. Echt? Ist das so? Ja, das hat auch ein bisschen so, meine Schwestern waren unsportlich und dann wurde das einfach auf mich projiziert. Okay, das ist schade, ja. Alles große Mädels. Und war so, ja, die können nichts, weil wir sind so groß. Und irgendwie habe ich dann nie so den Sport... Schade eigentlich. Ja, aus mir hätte was werden können. Hätte auch, aber es ist ja jetzt auch. Ist wie das. Ich fange jetzt an mit Sport machen. So. Besser jetzt als nie, ne? In Phasen. Vor ein paar Folgen war Keisha Gowda, liebe Grüße, eine R&B-Sängerin aus Düsseldorf, die mit Savage auf der Bühne steht und seine Backing-Vocals singt. Und wir haben beide festgestellt, dass wir die gleichen Sportattribute haben, nämlich wir trainieren in Phasen. Wir haben dann so 2 Monate, dann ziehen wir richtig durch und sind richtig definiert. Ja. Und dann isst du wieder 6 Monate Spaghetti-Eis und dann fängst du wieder an. Ja, aber das ist auch mies. Du musst das ist auch dumm, ne? Ja, ich ziehe zum Beispiel ich habe jetzt mit Fitness wieder angefangen, ich ziehe jetzt seit 6 Monaten fast durch. Nonstop, 4-mal in der Woche, das musst du. Du musst dann aber don't skip Leg Day, ne? Ha? Don't skip Leg Day. Das ist ja so, die Typen, die pumpen dann immer und die vergessen dann ihre Beinchen. Die Beine sind auch gut. Ja, das kommt ja vom Basketball. Ja, stimmt, okay, hast du recht. Merkt man, dass ich nicht so tief in der Sportthematik drin bin. Nun ja. Wenn du deinen jüngeren Followern einen Rat geben könntest, was wäre der Rat? Jüngeren Followern, besser, ich gebe keine Rat. Ja, aber dafür preacht du ganz schön viel auf deinem Instagram. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich einen Rat gebe, kommen dann die ganzen Eltern. Was hast du da wieder gesagt und so? Nee. Ich kann denen nur ans Herz legen, seid immer respektvoll zu Älteren, gönnt einander. Das ist das Einzige, was ich stehe. Und guckt, dass ihr eure Schule beendet. Dieses Klassische jetzt. Ist ein guter Tipp. Macht eure Ausbildung. Keine Drogen. Ja, keine Drogen. Diese Standardsachen. So. Kann mir auch keiner an Bein pissen jetzt. Schon. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie eng Hip-Hop und Basketball miteinander verwoben sind. Welcher Basketballspieler verkörpert für dich am meisten die Hip-Hop-Kultur? Allen Iverson. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, das hätte ich direkt wieder Hate jetzt, aber Ach, brauchst du bist ja gar nicht da drin. Also Allen Iverson ist der am meisten dazu beigetragen hat, auf jeden Fall. Was macht das so besonders? Seine Art. Seine Cornrows, seine Frisur, seine Art, wie er auftritt. Er hat ja auch gerappt. Er hat ja auch einen bekannten Rapper Jadakiss, kennst du? Ja, im Rap kenne ich mich aus. Ja, also Jadakiss, wenn du den kennst, dann müsst ihr auch dieses Commercial-Video von denen kennen. Für Reebok. Da haben die ja zusammen ein Video gemacht. Das ist ja aber schon ewig her. Ja, auf jeden Fall in den 2000ern. Ja, so 20 Jahre. Ja, aber trotzdem. Du bist ja in der Zeit auch groß, du hättest das ja mitkriegen müssen. Ja gut, aber ich habe so Pepsi mit Christina Aguilera und Britney Spears. Weißt du, was ich meine? Hat sich das Thema wieder Das war mein Film. Okay, ich hatte gehofft, du sagst irgendwen, den ich vielleicht auch kenne, aber war natürlich klar, dass du jetzt irgendjemanden... Allen Iverson hat sehr, sehr viel. Der hat auch viele Shitstorm deswegen abgekriegt. Die mussten ja, auch in der NBA durfte der nicht das anziehen, was er will zum Beispiel. Wenn er so jetzt mit Baggy-Sachen zum Training kam, also da haben die sich schon direkt beschwert, die Trainer. Deswegen kam ja auch dieser Dresscode. Irgendwann durften die das nicht mehr. Aber die kriegen auch so viel Millionen in den Arsch geschoben. Ja gut, aber... Also wenn ich irgendwem, was so ein Durchschnittspay in der NBA, was kriegen die so? Boah, ich bin da so raus. Ich glaube,
die verdienen schon ordentlich. Also wir reden auch von 80, 70 Millionen. So, Ja. also wenn ich jemandem 80, 70 Millionen zahle, dann sage ich dem auch, was er anziehen soll. Ich würde Findest du? safe. Bin ich nicht so der Fan von. Aber Ich ist doch find- ein Team. Aber ja, nee, ich meine, aber wie du zum Training privat auftauchst, Okay, privat ist was anderes. das meinte ich. Das haben die Farbe. Du durftest halt nicht in Interviews so Ich dachte, jetzt. in der Halle und so. Nein, Halle ist was anderes. Du kommst jetzt zum Beispiel zum Interview. So. Und gibst gerade ein Interview auf cool, lässig, durfte der nicht mehr. Da musst du halt einen Anzug anziehen. Und das feiere ich nicht, solche Sachen, weißt du? Er ist halt Brand-Repräsentanz und er muss dann halt komplett in diesen. Shaquille O'Neal hat auch aber dazu beigetragen. Das wissen noch, der hat zum Beispiel ein Rap-Album gemacht. Allen Iverson auch, Kobe Bryant auch. Bei Shaquille O'Neal lief's. Oh, meine Stimme geht weg. Ich trinke mal ganz kurz was. Mach. So. Bei Shaquille O'Neal lief es auf jeden Fall sehr gut. Aber bei den anderen, die sind da halt nicht so dran geblieben. Ne? Die haben ein paar Songs gemacht, die Albums kamen halt nicht so cool an. Aber ich feiere es halt, dass die halt voll in dieser Bubble drin waren. Ne? Die haben es so gefühlt, die ganzen Rapper haben die auch supportet. Ob es ein LL Cool J war, der war voll drin. Ob es ein Timbaland war, ob es Fat Joe war. Fat Joe auch nur nonstop am Supporten. Sowas feiere ich halt. Du hast ja gerade den perfekten Bogen gespannt, weil du hast ja auch einen Song veröffentlicht vor kurzem. Ja. Du bist jetzt auch Rapper. Ach Quatsch, ich bin Künstler. Herzlichen Glückwunsch aber dazu. Ja. Erster Song. Ich finde ihn herausragend. Gerade Ich hoffe, du bist ehrlich. Das gefällt dir wirklich sehr? Ja, das- gerade das Ende, wo du das- dann nochmal irgendwie so einen Punkt machst und auch nochmal ein Statement droppst. Ich finde das wirklich gut. Weil ich war erst so, oh nee, jetzt rappt der Scheiße, jetzt wird's cringe. Jetzt wird's cringe, ja. Das haben viele gedacht. Ja, na gut, weil das ist auch das Erste, was man denkt, Ja, wenn ja. jetzt ein, Aber ne? wie gesagt, wenn man mich ein bisschen verfolgt, wenn ich was mache, dann mache ich das mit ganzem Herzen. Ne? Ich will ja schon. Aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Okay. in anderen Interviews hast du gesagt, du wirst niemals rappen. Habe ich auch, aber ich habe das ja nicht gemacht, weil ich wollte. Ich habe das ja gemacht, weil die Leute sich das gewünscht hatten, weißt du? In den Kommentaren, ich wollte, nee, ich weiß nicht, das ist nicht so mein Film. Weißt du, ich kenn's dir, du weißt ja, wie du jetzt dieses Schubladen-Ding wieder, ja, jetzt rappt der jetzt auch, das wird bestimmt voll cringe. Ja, du hast mich auch hast mich auch gerade zersägt wieder. Aber auf nett. Auf nett aber. Auf nett. Ja, aber 90% haben so gedacht wahrscheinlich. Aber die haben jetzt nicht erwartet, dass, guck mal, das ist mein allererster Song. So, ne? Ich habe auch das gar nicht so ernst genommen, weder Spotify, weder YouTube, nichts. Einfach so für die Fans, weil die sich das gewünscht haben. Hab mir nichts dabei gedacht. Ich habe auch gedacht, das kommt vielleicht gar nicht gut an. Ich war schon vorbereitet, sagen wir mal so. Aber ich habe halt ich habe auch ohne Beat geschrieben, nix. Einfach ohne Beat. Ich habe einfach meinen ersten Text da gesessen, mit meinem Handy habe ich da einfach runtergeschrieben. Ja, und dann bin ich ins Studio, habe aufgenommen, war auch was ganz Neues für mich. Ich habe das ja noch nie vorher gemacht. Taktgefühl, wie setzt man an, wie die Stimme, wie tut man flowen. Und ich habe das alles gelernt, weil mich das so interessiert hat. Genau wie Beats bauen, so Sachen, Videos schneiden, ich interessiere mich halt für diese Sachen. Egal, was da gemacht wird, ich bin immer mit dabei. 24 Stunden mit vollem Herzen. Und das sehen die Leute nicht, weißt du? Hat dein Producer dich da auch an die Hand genommen? Ja klar, ich bin ihm auch sehr dankbar. Liebe Grüße an der Stelle, weil die sind auch ein Teil davon, weißt du? Die fühlen das auch. Die sind auch so richtig mit drin und die haben gesagt, du kriegst das hin, Mann, du hast eine gute Stimme, du machst das, die haben dich gefühlt, also die fördern das auch. Und sowas feiere ich. Natürlich gab es auch Kritiker, so ist es ja nicht. Aber ganz ehrlich, die können mich alle am Arsch lecken, die mich kritisieren, weil ist mein allererster Song. Die sollen das erstmal besser. Ich will mal deren ihre ersten Songs hören. Ihre ersten Songs hören. Jetzt mal Spaß beiseite. Wer hat die alle nicht gepusht? Bekannte Rapper haben die gepusht. Mich pusht niemand, Alter. Ich habe mir alles, ich habe mir alles selber aufgebaut. Ohne Hilfe, ohne nichts. Das soll mir mal erstmal einer nachmachen. Die reden immer so groß, weißt du? Mein ersten Song. Weißt du, wie schwer das ist, einen ersten Song, wie nervös man da erstmal ist? Ich habe gedacht, die würden das jetzt zerreißen. Aber ich wusste, wenn ich was mache, wird's cool. Du kannst das nicht haten, Alter. Wenn du es hatest, dann machst du wenigstens auf Anstand. So, guck mal, Bruder, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler. Das kannst du vielleicht besser machen, so auf cool, weißt du, aber trotzdem hast du abgerissen mit dem ersten Song. Ist sehr geil geworden. Aber nee, da gab's auch Nachrichten, die ich bekommen habe, Alter. Will ich gar nicht erzählen jetzt. Ja, das ist ein bisschen so, ja. Da hast du richtig kennst du, dieses wieder Neid, dieses Missgunst. Aber da sag doch einfach, so ein cooler Song, Alter. Muss doch jetzt nicht, aber das hätte man so, ja, die vergessen, das ist mein erster Song. Halt mal, ich hab schon 4 Songs schon fertig. Ich find's mutig. Ja, haben viele gesagt, ja, aber warum nicht? Was wollen die Leute mir denn? Also, andere dürfen rappen und ich nicht, oder was? Gerade der es am meisten lebt, also ich bin Hip-Hop, seit ich laufen kann. Und ich denke, ich bin mir sogar ziemlich sicher, ich habe schon cooler hingekriegt als manche andere.
Ich bin mir Das sogar sehr. unterschreibe ich. Ich bin mir Ich so. höre wirklich viel Und die Quatsch. verkaufen auch sehr viel. Und ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber du weißt schon, was ich meine. Hat dich jemand aus der Rap-Szene, also wurde das irgendwie gepusht von Rappern, jetzt wo du wirklich Teil der Hip-Hop-Szene bist, weil du jetzt auch rappst, wurde das denn jetzt geteilt? Ich habe nicht so natürlich wurde es von ein paar Künstlern geteilt, aber ich habe jetzt nicht so krass jetzt von den ganz großen Hip-Hop-Plattformen oder so, ganz vergessen. Also jetzt hier aus Deutschland. Für mich ist das auch hier gar nicht mehr so Hip-Hop, wie es mal war. Weil wenn es Hip-Hop wäre, da würden, weil guck mal, die trennen das immer alle. Zum Beispiel, ich mach alles für Hip-Hop. Ich tu Basketball, mach Basketball, ich tu Beats mitmachen, ich rap, ich tu mein Herz da reinstecken. Weißt du, andere kommen, die haben nichts damit zu tun, nichts. Und diese Hip-Hop-Szene supportet das. Die lassen sich die Texte schreiben, habe ich erzählt bekommen zum Beispiel, das stimmt. Die machen nichts selber und werden supported von denen, weil die was von ihrer Reichweite haben. Und das ist Heuchlerei für mich. Weißt du, da geht dieser Hip-Hop-Aspekt, dieser Stolz verloren, finde ich. Supporte doch einfach, gönn doch einfach jemanden, wo du siehst, der ist wirklich zu 100% Hip-Hop, der ist real. Der macht die Texte, der schreibt die Texte selber, der rappt zum ersten Mal, gönn doch mal, Alter. Ich brauche nicht deren Support, also das soll jetzt nicht falsch rüber, ich brauche von keinem Support. Aber wir sind doch alle eine Hip-Hop-Familie eigentlich. Eigentlich sollte es so wie Amerika sein, man sollte sich doch gegenseitig gönnen können. Ich gönne auch unbekannten Künstlern. Ich habe nichts von denen. Weder was von, ich habe nichts von denen. Ich teile trotzdem. Weil was haben die außer ihre Träume, denke ich mir, weißt du? Was haben die außer ihre Träume? Jetzt mal unter uns. Die haben doch nichts. Weil, wer bin ich denn, dass ich sage, nee, lass mal. Ich mache jetzt keine Story. Wer bist du denn? Passt nicht in meinen Contentplan. Wenn ich es nicht cool finde, teile ich trotzdem. Einfach aus Anstand. Weil ich mir denke, guck mal, der Junge hat Träume, warum soll ich aus seinen Träumen rumtammeln? So Leute gibt es nicht mehr oft. Selten. Wenn es die gibt, wirklich Respekt. Wenn es die gibt, aber ich krieg sehr wenig davon mit, leider. Weil ich gar nicht mehr so tief da drin bin wie früher. Weil ich merkte, die meisten tun ja auch gar nicht mehr richtig rappen, Alter. Die meisten, die gehen so mit dem Trends mit. Ich bin halt ein Junge noch mit von der alten Schiene, ich mache meine eigene Kunstform. Für mich ist das Hip-Hop, was ich mache. Wenn es andere das irgendwie anders sehen, ist mir doch scheißegal, um ehrlich zu sein. Ich habe ja noch nie einen Song veröffentlicht. Und, hast du es vor? Vielleicht. Die Szene wäre nicht ready. Ich würde zerreißen. Nee, ernsthaft? Machst du gerade Spaß oder hast du so halb. Hast du schon was? Nee. Schade. Nix, aber in meinem Kopf. Was willst du? Willst du rappen oder ja. willst du? Echt? Hast du schon Texte geschrieben? Nee, eben noch nicht. Also solltest du mal anfangen. Ich habe Ideen. Okay. Und guck mal, ich kann nicht alles machen in dieser Szene, ja? Ich kann nicht alles alleine machen. Wie war es denn für dich, diesen Switch von, ich schreibe jetzt einen Text, ich habe vielleicht etwas zu sagen und ich bringe das jetzt in Textform. Wie war das? Also wie hast du das gemacht? Ich sag dir ehrlich, ich saß da irgendwann. Guck mal, das kam ja damals. Ich habe ein Video, ganz was ich immer gemacht habe mit Basketball und so, da habe ich ein Zitat halt, wir leben auf die Art bis an dem Tag, an dem wir sterben, ne? So einfach ein Zitat rausgehauen. Und die Leute haben darunter kommentiert, ey, der rappt jetzt? Das war für mich kein Rap, das war einfach nur geredet. Du hast voll die gute Stimme, haben die angefangen. Und dann habe ich gedacht, kannst du bitte auch mal, ich habe das gar nicht ernst genommen, die verarschen mich doch, habe ich mir gedacht, lass mal. Auf einmal schreiben mir so viele privat, auch im Umkreis, ey, du musst da was machen, du wärst ja dumm, wenn du es nicht machst. Irgendwann habe ich gesagt, ja, da haben sie so, und jedes Mal bei jeder Fragerunde, irgendwann ging mir so auf den Sack, habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich mach das jetzt einfach. Warum nicht? Warum soll ich es nicht machen? Habe ich mich da hingesetzt, habe ich mir mal meine Gedanken gemacht. Aber ganz ehrlich, ich habe gar keine Schreibblockade. Vielleicht, weil ich so hungrig bin, weil ich Bock habe. Ich habe mich da hingesetzt, das ging von jetzt auf gleich, aber ich habe keine Beats gehabt und nix. Mein eigentlicher Producer, mit dem ist mein Bruder, ist nicht mal mein Bruder, ich sag mal Bruder zu dem, der war nicht so begeistert, weil der hat es nicht so gefühlt, weil er hat mir halt mehr die Sachen gefeiert, die ich davor gemacht habe. Das ist halt mehr Kunst für ihn gewesen. Er hat, wie du jetzt gedacht, der will ja jetzt auch rappen. Kennst du dieses? Und da dachte ich, nee, Mann, ich zeig dir, ich krieg das schon hin. Der, nee, lass mal lieber, doch, ich krieg das hin. Der wusste halt nicht, dass ich das so kann. Und die Folge, wie gesagt, nochmal zu betonen, das ist mein allererster Song gewesen. Also die Leute sollen nicht denken, ich würde niemals mehr rausnehmen, boah, ich kann jetzt voll krass rappen, ich kann jetzt voll krass flowen. Weißt du, diese... Das ja nie behauptet. Habe ich nie behauptet, aber so einfach diese Fanatiker, diese Rap-Anwälte da, weißt du? Die denken dann, du nimmst denen irgendwas weg. Also ich bin mehr Hip-Hop als die, Alter. Die sollen die Fresse halten, denke ich mir, weißt du? Die sollen mich nicht aufregen. Und ja, und dann habe ich mich da hingesetzt eines Abends, hab dann einfach in einer halben Stunde den Text fertig gehabt. Hook, Part 1, Part 2, da habe ich eine Story-Aufruf gemacht, dann wer Bock hat, einfach einer jungen, talentierten Sängerin eine Chance gegeben. No Name, ne? Ich hätte auch mit einer Bekannten, ich bin auch mit vielen Bekannten befreundet. Also, was heißt befreundet, man kennt sich. Hätte ich auch anfragen können. Aber ich habe gesagt, wer Bock hat, wer Talent hat, soll sich bei mir melden, ich höre mir das an. Wir können gerne einen Song zusammen machen. Wer Bock hat, ich biete meine Reichweite dir an. Und wer weiß, vielleicht wird die Person noch dadurch entdeckt. Scheiß mal auf mich.
Weißt du, was ich meine? Scheiß auf mich. Die hat vielleicht, zum Beispiel diese Sängerin, Shoutouts, Alter, die ist krass. Wie war ihr Name nochmal? Ina. Check die mal alle ab, Alter. Ist eine krasse Sängerin, mit der habe ich auch den Song gemacht für die Träume. Ja, dann mach mal auf YouTube und auf Spotify. Ja, das sagen so viele. Ich bin dabei, ich muss noch mal, ich krieg den, kennst du ja. Dafür braucht man wieder ein Management, Alter. Diese ganze Kopfschmerzen dahin rennen, der dies und das. Deswegen, ich habe immer alles selber gemacht. Aber ich würde das auf jeden Fall, muss ich auf jeden Fall mal mich drum kümmern. Änderst du jetzt deine Insta-Bio, weil da steht ja, mein Dribbeln ist mein Mic? Änderst du es jetzt? Ist immer noch mein Mic. Ich würde ja damit nicht aufhören. Ich würde ja immer noch ein paar Videos machen. Ich habe die ja noch fertig. Ich habe ja so viele fertige Sachen, das wissen die Leute noch gar nicht. Okay, ich habe das mit diesem Rap-Ding ja nicht ernst genommen jetzt. Ich wusste ja nicht, dass das so gut ankommt, aber jetzt bestätigst du das ja auch. Und ich bin die Hip-Hop-Polizei. Und du bist Hip-Hop-Polizei. Also, und du hast mich ja auch gehatet. Ich habe nicht gehatet. Rappt der jetzt auch doch? Du hast gesagt, rappt der jetzt auch? Du hast direkt verurteilt. Ich habe mir zuerst deine anderen Interviews angeguckt mit den Jungs, wo du warst. Und da hast du total über YouTube-Rapper oder YouTube, wie hast du es genannt? Ja, dass YouTuber jetzt rappen und hast da krass gehatet. Nein, und dann, warte. Ich würde nie rappen. Warte mal. Erstens, ich hab's nicht gehatet. Weißt du warum? Ich habe gesagt, wenn die das gut machen, wenn die es gut umsetzen und ihre Kunst damit gut verkaufen können, dann können die es gerne machen. Habe ich nicht, aber wenn die Talent haben. Aber wenn die das jetzt wirklich nur, wenn die Talent haben, aber ich bin der Letzte, der was dagegen sagen würde, wenn die kein Talent haben, wirklich gar kein Talent, die nichts machen selber, die keine Texte selber schreiben und ganz ehrlich, du weißt, also du kannst dir denken, wen ich meine, oder andere. Und die dann damit reißen, wo andere wirklich ihr Herz da reinstecken. Zum Beispiel, weißt du, wie viele Künstler ich da draußen kenne? Also so unbekannt, also so talentierte, die aber gar keine Reichweite haben, das sage ich in fast jedem Interview, habe ich das schon gesagt, die aber gar keine Plattform kriegen. Nur wegen den scheiß Followern. Da gibt es Leute, die haben 2 Millionen, okay, Respekt, aber kein Talent. Kein bisschen. Kannst du dahinter stehen, wenn jemand seine Texte nicht selber schreibt? Wenn jemand nichts selber... Ich sehe das differenzierter tatsächlich. Texte schreiben, ich finde, wenn man sich... wenn man mal sich hilft, ja, das ist was anderes. Wenn man mal so einen Reim schmeißt, so, das ist ein besserer Reim. Aber wenn man einen kompletten Text geschrieben kriegt, das ist für mich... Wenn man ihn komplett fremd geschrieben, also wenn ich jetzt irgendwas über dich schreiben würde, dann fände ich das weird. Nee. Aber ich finde, wenn wir gemeinsam kreativ irgendwo sitzen, das ist was und anderes. Du sagst, ey, ich würde gerne einen Song über bla schreiben und ich bin vielleicht ein bisschen besser oder geübter darin und ich sag dann, ey, guck mal, mach doch vielleicht mal so und mach doch vielleicht mal so. Ja, aber gut, ihr hilft euch ja gegenseitig, Genau. Ihr gebt euch ja Tipps, das ist kreativ sein. Aber ich rede von ganz anderem. Ja, das geht natürlich nicht. Das meine ich. Da kannst du auch nicht dahinter stehen und das feiere ich nicht. Nee, das ist auch für mich Künstler sein allerletzte, also das ist einfach nur Fake. Und deswegen war ich nur skeptisch, ich habe nicht gehatet und umso spannender, weil ich habe dich, wie gesagt, erst vor kurzem entdeckt und genau in dieser Zeit ich habe mir das mal alles so angeguckt, was du so machst und mir so dein Profil gescannt und mir die Interviews mal immer so langsam nacheinander angehört, dann kam dieser Song, genau in dieser Zeit. Ich war so krass, okay, wow, dass es genau jetzt kommt, wo ich dich überhaupt erst mal ins Auge gefasst habe. Ja. Und dann dachte ich so, okay, krass, das kann jetzt entweder richtig in die Hose gehen, dass es richtig cringe wird, oder es wird okay gut. Hat dich gut abgeholt, ja. So, und es war sogar mehr als okay gut. Also ich fand es richtig toll, wie viel Mut du hattest, muss ich ehrlich sagen. Und auch, weil du, wie gesagt, ne, du hättest den Ultra-Shitstorm von wegen, du kleiner Pisser, jetzt rappst du auch noch Ja, und so. gut, dann wäre das halt so gewesen. Man musste halt mit klarkommen dann. Ist halt so, ich kann nicht jedem gefallen, so, weißt du. Es ist auch, aber selber so überzeugt zu sein, dass man etwas raushaut. Also ich war nicht überzeugt, aber ich habe an mich selber geglaubt, sage ich mal so. Ich habe gesagt, ich habe eine Stimme, also ich kann die einsetzen, ich muss nur halt wissen, wie, weißt du? Und da braucht mir nicht irgendwelche Rapper zu erzählen, ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher, ich rapp sogar, wenn ich wirklich 10 Jahre rappen würde, 10 Jahre, dass ich das sogar noch besser hinbekommen würde als manche andere, weißt du? So wie ich 2 Jahre mit dem Basketball. Guck mal, genau. waren 2 Monate, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, manche höre ich rappen, Alter, ich verstehe nicht mal ein Wort. Und das ist für mich ganz schlimm so. Also ja, oder sie haben keine Message. Oder keine Message. Ich finde, du musst schon die Texte auch verstehen können, auch den Sinn dahinter. Manche, Alter, diese ganze Drillkacke, da kann ich nichts mit anfangen. Da bin ich komplett raus. Jetzt kein Hate oder so, aber das ist gar nicht mein Film. Beim Sport? Beim Sport knallt es schon gut. Auch nicht. Ist nicht mal so Stormzy oder so? Oh, Stormzy ist doch der Franzose, ne? Nee, Brite. Oh, sorry. Okay, dann bin ich raus. Nee, auch nicht. Ich dachte, das ist ein Franzose. Dann bin ich nicht ganz so peinlich, weil ich deinen Basketballer nicht kannte und du kennst Stormzy nicht. Stormzy ist, der rappt aber, ne? Mhm. Okay. Ja, so Grime.
Grime, Drill, Rap. Okay. Sehr Ja, nach- Buba zum Beispiel habe ich auch gefühlt früher. Buba ist nice. Aber Stormzy sagt. Okay, krass. Ja. Nee, na gut, man kann ja nicht jeden kennen, Ja. ne? Ist wie es ist. Für dich war ja die 90 oder sind die 90er ja die wichtigste Ära im Rap. Auch 2000er. Ja, Nullerjahre haben wir schon gesagt, da können wir uns drauf einigen. Hip-Hop muss sich ja weiterentwickeln, aber bleibt für dich weiterhin der Sound von damals der wahre Sound oder gibt es heute immer noch was, wo du sagst, ey, Safe damals. ja, Safe. gibt keinen, den du jetzt so krass abfeierst, wo du sagst, oh mein Gott, das ist genau mein Type, das ist mein Hip-Hop? Also so zu der Zeit, nein. Also nicht wie zu dieser Zeit. Es gibt vielleicht, also jetzt, meinst du jetzt generell jetzt nur Hip-Hop oder auch R&B ist ja auch für mich Hip-Hop. Also irgendein Künstler, wo du sagst, boah, das ist zu 100% und das ist halt einer der neuen Generationen. Also neue Generation würde ich jetzt Bryson Tiller sagen. Der ist sehr, sehr nice. Bryson Tiller. Oder Drake natürlich auch. mein Herz. Der ist so Drake, der liefert auch ab. Kann man nicht haten, Alter. Der hat auch so ein paar Sachen gemacht, die... Team Kendrick oder Team Drake? Oder bist du Team beide? Ich bin ganz echt, Kendrick hat den schon gut zerrissen, aber Drake, finde ich, ist ein besserer Künstler in meinen Augen. Jetzt, diese Leute sollen jetzt nicht sagen, natürlich ist Kendrick, was Rap und Skills und Freestyle, ich spreche ihm nichts ab, um Gottes Willen, Alter, der hat den wirklich mit dem Diss hops genommen. Aber Drake ist halt für mich künstlerisch ganz andere Liga. Ganz andere Liga. Der Typ hat Songs rausgehauen, die Ohrwurm hoch 10. Weißt du, was ich meine? Und bei Kendrick, ich fühle das gar nicht so. Ich weiß nicht, vielleicht ist seine Stimme, ich fühle das nicht so krass wie die anderen. Das wurde halt voll krass hochgehypt von den ganzen Leuten. Gerade wenn Live-Auftritte feiere ich von dem mehr, wie die Songs so an sich kann ich mir nicht anhören. Ist ja auch Musik, ne? Also es ist ja Klang und der resoniert ja mit dem einen oder mit dem anderen. Ich finde auch, man muss sich gar nicht entscheiden. Also ich bin auch klar, Drake, das habe ich auch schon 100.000 Mal in diesem Podcast gesagt, und dazu stehe ich auch, aber man muss sich ja nicht zwischen denen entscheiden, ne? Also es sind zwei fantastische Künstler. Ja, jeder auf seine Art. Auf jeden Fall, und ich finde jetzt, wir sehen denen dabei zu, wie sie immer krasser und immer größer werden. Wieso muss man denn jetzt dieses typische nicht gönnen, dieses, der ist scheiße und der ist geil und blablabla und heute ist man für den und morgen ist man für den, ist doch scheißegal. Mir ist das relativ egal, aber ich kann ja jetzt nur von mir sprechen, genauso wie du. Für dich ist ja auch der Drake der bessere Künstler jetzt, würdest du ja sagen, weil du den auch privat wahrscheinlich hörst. Ja. So, weißt du? Also Kendrick habe ich noch nie mehr privat reingezogen, um ehrlich zu sein. Noch nie. Deswegen. Aber ich verstehe auch die Leute, die Kendrick feiern. Bitch Don't Kill My Vibe, den habe ich schon gehört. Nee, war auch nicht so meins. Nee, doch, der kann so dudeln. Der kann so schön im Hintergrund dudeln. Aber das war, glaube ich, der einzige Song, den ich wirklich mal aktiv angemacht habe. Und Drake mache ich halt jeden zweiten Tag aktiv an. Ja? Ja. Warst du schon mal auf einem Konzert? Ja. Schon auf Ich war auch schon mal. 3 oder 4. Wo warst du? Frankfurt war ich mal. Frankfurt, nee. Da war noch die Weeknd sein Backup-Sänger, meine ich. Oh Gott, way back. Way back. Das war die beste Zeit, Mann. Das war dieses Ja, ich weiß. Hold on, going on, das war die Zeit, war das, ja. Ja, ich war in Berlin und in Amsterdam und ich hoffe ganz doll, dass er dieses Jahr nach Europa kommt. Hoffe ich auch. Also ich meine, er headlined ja das Wireless Festival in London. Okay. 3 Tage headlined der gute alte Drake mit 3 verschiedenen Setlists und Features. Ja, nice, und es wird gestört. Und ich sag dir ehrlich, die Show von ihm. Und ich glaube, wenn er nach London kommt, er gönnt uns doch bitte noch ein paar andere Shows in Europa. Und nicht Ich hoffe mal. Er muss. Er muss Er soll nicht mit meinen Emotionen spielen. Weißt du, was ich meine? Ich brauche das. Ich wusste gar nicht, dass du so ein großer bist. Das ist heftig, ja. Also du hast ja keine Ahnung. Echt? Also spiel nicht mit meinen Weißt du, Gefühlen. was mein absoluter Favorite-Song von ihm ist? Wirst du nicht glauben. Okay, Nicht die, wo extrem ist es viral. ein Albumsong oder ist es so eine Hitsingle? Also ist so ein Ist ein Albumsong. Fire and Desire. Nein. Kennst du den? Ja, kenne ich. Ich kenne viele. ein Schnulzensong. Ja, aber der, den ich sage, ist auch ein Schnulzensong, aber auf eine andere Art und Weise. Der neue Drake oder der alte Drake? Also welche Ära? Mehr alte Drake, würde ich sagen. Wirst du nicht drauf kommen. Soll ich es einfach sagen? Ja, sag mal. Trust Issues? Boah, Trust Issues. Ist doch, ey, ist der nicht Direkt nice? im Ohr. Ist der nicht nice? Der ist krass. Der ist unfassbar, oder? Aber ich finde es auch so No Friends in the Industry oder so. Der ist auch stark. In eine ähnliche Kerbe ja, vom der ist auch stark, Inhalt. aber ich finde Trust Issues ist mal was ganz anderes. Ja. Ey, Da singt er ja auch. Oder hier, Girls Beyond, wie hieß der Song? Girls mit James Font, sag ich das gerade richtig? James Font, Leroy, featuring? Du weißt aber, was ich meine, ne? Ja, ich weiß, was Die haben doch Say My Name gecovert. Oh, das war auch Ich weiß grad nicht, wie der unfassbar. Song heißt. Unfassbar, der Song. Ich muss sagen, mich holt der neue Drake aber auch ab. Mich auch. Also ich habe ihn nicht Nicht verloren. mehr so wie früher. Nee, das ich neue ehrlich? Album,
Ich bin komplett kleben Echt? geblieben auf Findest den du? neuen- Ja. Naja. Der hat doch jetzt ein ganz neues raus. Ist das Mann, mit Party Next Door? Den habe ich mir noch nicht angehört. Also Hot Take, Party Next Door hätte es für mich jetzt nicht gebraucht auf dem Album, aber den habe ich echt schwer noch nichts gehört. Also, Doch, der hat doch schon viel mit Drake gemacht. Aber nein, das die war alten Party Next Door Dinger. Ich meine, der hat aktuell, die haben doch Neu. was Aktuelles Ja, jetzt ja, rausgebracht. jetzt Den vor ein habe ich paar noch gar nichts von gehört. Ich muss mal noch drüber auf jeden Fall. Das würde mich mal mal, also sag mir das mal bitte, ob dich das abholt. Bestimmt, wenn das richtig geil. Also die Schulz richtig ab, sagst du? Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt jetzt. Ich muss auch sagen, auch der House Drake, was während Corona kam, das Honestly Nevermind, hat mich war- auch abgeholt. Echt jetzt? Nee, das war nicht so meins. Da war ich schon noch wieder raus. Sowas kann ich mir nicht geben. Okay, na gut. Okay, also du brauchst immer ein bisschen Ja. die Beats. Verstehe. Würdest du denn mit irgendeiner anderen Person jetzt ein Feature anstreben, wenn du halt sagst, du fühlst jetzt gar nicht so krass auch vom Deutschrap? Aber Du meinst jetzt hier aktuell die Deutschrapper? Ich sag dir ehrlich, zu der Zeit jetzt erstmal nicht. Also natürlich, wenn jemand Cooles dabei ist, ist cool, aber die denken alle, die sind sowas Krasseres und so besonders. Und die sind so über mir alle, weißt du, so denken die teilweise so dieses, wo ich mir denke, alle, halt, komm, verpiss dich mal. Ich mach mein Ding selber einzeln und gut ist. Wenn einer sich anbietet, wenn einer sagt, ey, guck mal, ich bin der Letzte, der irgendwie auf cool jetzt macht und seine machen wir nicht. Ja, können wir gerne machen. Wenn du es fühlst, wenn du die Vision hast, so wie ich, bin ich der Letzte, der dann sagt, nee, machen wir. Muss aber auch halt passen, ne? Wenn das nicht passt, dann naja. Aber zurzeit ziehe ich halt mein Ding gerade mal allein durch. Was mich ganz persönlich interessiert, was ist dein ultimativer Hype-Song? Also wenn du so richtig in Mood kommen willst, um zu ballen oder einfach so eine bestimmte Stimmung haben willst, was ist so dein Go-To-Song, der immer geht? Was immer geht? Also wenn du jetzt wirklich so dich hochhypen willst. Energiemäßig. Energiemäßig. Was hier? Gangster for Off Love von Tupac und Snoop Dogg, Alter. Okay, aber der ist ja gar nicht so. Aber das ist auch meins. Ja, okay, das ist eine andere Ära, Mann. Das war die Zeit. Doch, vertreten. Natürlich, doch. Ich meine jetzt, also ja, aber da geht der Beat ja nicht so nach vorne. Also musst du ja nicht. Trotzdem hast du Bock zu ballen. Ist egal. Ja, okay, das da ist ist der Bock Vibe. zu ballen, okay. Oder California Love. Och, nice. Klassiker. Okay, du gehst wirklich richtig. Ja, das ist so meine way back, Alter. Das sind die Zeiten Zum gewesen. Glück kenne ich das alles. Wo legst du denn den Fokus für dich in nächster Zeit? Ist es mehr Musik, mehr Basketball, mehr Content? Beides Kunst. Das ist alles für mich ein und dasselbe. Ich trenne das nicht. Worauf ich gerade Bock habe, sagen wir mal so. Jetzt gerade habe ich ein bisschen mehr Fokus auf Musik. Ich habe auch viel aufgenommen jetzt im Hintergrund. Und ich muss echt sagen, ich habe mich auch immer verbessert. Also für mich persönlich habe ich mich auch vom Flow technisch und so. Und ich bin echt gespannt, wie die Leute darauf reagieren werden, wenn es rauskommt. Ne? Ob sie es jetzt annehmen werden. Ich bin guter Dinge, weil bis jetzt, die das gehört haben im Umkreis, haben gesagt, ey, Alter, krass, das ist wieder auf jeden Fall nochmal gesteigert. Krass. Deswegen muss man mal gucken, wie es ankommt. Vielleicht gefällt es dir ja diesmal nicht. Mal abwarten. Lad's einfach auf Spotify hoch, Junge. Einfach auf Spotify, das bist du nicht die Einzige, die das sagt. Mann, ich mach dir so einen scheiß Account. Ey, mach Bei du, Gott. wird Managerin, Bei Alter, Gott. mach mir alles klar. Ja, kein Problem, ey. Ich mach dich berühmt, pass mal auf. Gibt's denn auch ein konkretes Projekt, wo du sagst, das ist in Planung, wo du vielleicht auch was zurückgibst an die Basketball-Community? Also vielleicht irgendwas mit Kids? Oder hast du da irgendwas geplant? Moment, um ehrlich zu sein, gar nichts. Ich habe da gerade andere Sachen sind geplant. Hast ja auch noch ein Leben. Ja, genau. Ich habe noch ein Leben, eine Familie. So. Wenn du jetzt erstmal Musik, dann musst du dich darum kümmern, das sind so viele Sachen, ey. Da musst du auch viel Zeit haben, sagen wir ehrlich jetzt. Und da sind noch andere Sachen, die jetzt gerade am Laufen sind. Das ist auch nicht zu 100% bestätigt. Aber wenn das dann alles unterschrieben ist und alles soweit ist, dann würde ich das, denke ich mal, öffentlich machen. Ich habe gelernt, eine Sache, sobald ich nichts unterschrieben habe, würde ich auch nichts mehr sagen. Diese Lektion musste ich dieses Jahr Ja. auch schon lernen und Ja. dieses Jahr ist noch nicht alt. Aber ja, sobald eine Unterschrift drunter ist, dann kann man drüber sprechen. Du hast recht. Was ist deine Frage an meinen nächsten Gast? Meine Frage an deinen nächsten Gast. Was bedeutet Hip-Hop für ihn? Oder für sie, je nachdem, wer da kommt. Gute Frage. Nehme ich mit. Romario, es war mir eine Ehre, dass du hier warst. Hör mal, ganz ehrlich, ich habe so lange kein Interview mehr gegeben. Ich war auch ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein. Aber normal bin ich gar nicht Ich nervös. auch. Ja, nee, echt. Ich wusste ich habe auch manchmal gedacht, ey, was laberst du da gerade? Aber egal, passiert. Aber ganz ehrlich, es war ein sehr nicer Talk. Freut mich sehr. Auch danke nochmal für die Einladung. Sehr gerne. Auch supportet sie auf jeden Fall. Supportet die Plattform. Hip-Hop lebt. Sehr, sehr stark. Und ich kann nur positiv über dich. Ich kann also nur positive Sachen wiedergeben. Also es ist unfassbar gewesen, der Talk. Hat mir sehr gut gefallen. Du hast mich ein bisschen kritisiert, habe ich gemerkt. Ein paar Dinger. Du hast mich hier so Seitenhiebe aber ich habe mich auch. Aber ich habe dir vorher eine Decke übergelegt und dann habe ich gesagt, können wir da mal kritisch drüber Genau. sprechen. Ich bin aber auch nett zu dir gewesen, sag mal ehrlich.
Verglichen zu anderen Interviews, wo ich bisher war. Ja, aber ich habe dir auch nicht ans Bein gepisst. Hast du auch nicht. So. Du warst sehr lieb. Ne? So. Du hast so indirekt geschossen. Ja, So jetzt wie's Frauen halt ja, so indirekt. Voll der Gentleman sein. Ich habe gesagt, okay, lass sie. Ja. Hast du noch irgendwas, worüber wir nicht gesprochen haben, was du loswerden möchtest? Ich wüsste jetzt nichts, aber wenn du was auf dem Herzen hast, was du noch fragen willst, irgendwas, können wir gerne. Wieso der Kunstname Romario? Wieso der Kunstname? Ganz ehrlich, das war in meiner Jugend. Keiner hat gedacht, was für eine eigentliche Nationalität ich bin. Deswegen haben die mir einfach gesagt, hey, guck mal, da kommt der Romario, der dribbeln kann und so. Nur nicht auf Fußballebene, sondern... Aber wieso Romario? Keine Ahnung, wie die Leute haben einfach so gesagt. Schutzeit, Romario, dies und das. Und das dachtest du einfach, das machen wir. Ja, ich wollte doch nicht mal einen Insta-Account, Alter. Das hat ein Kollege von mir damals gemacht. Komm, den nenne ich einfach jetzt Romario. Und so ist das dann geblieben. Ich habe ja nichts dabei gedacht, das war ja nicht jetzt muss ich so genannt werden. Ist ja richtig verarsche eigentlich gewesen. Eigentlich ja. Okay, fies. Aber es ist jetzt so, eigentlich ist es gut, dass es so gekommen ist. Okay. Das war die Ich glaube, einzige Frage. mein richtiger Name wäre nicht so cool rübergekommen. Deswegen. Und das droppe ich ja bei ihr jetzt nicht. Nee, das bleibt unter uns. Ja, bleibt unter uns. Ne? Dann bleibt mir wie immer nur zu sagen, passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt.